Hallo Dietmar. Freut mich, dass wir uns mal hier zusammensetzen für ein kleines nettes Gespräch zum Thema Methadon. Ich hatte schon mal ein Filmchen über Methadon gemacht, dass ich Methadon nehme als Wirkkraftverstärker zur Unterstützung der Chemo- und Strahlentherapie bei mir, weil ich ja mein hohes C habe, mein Manfred. Kannst du mir vielleicht aus ärztlicher Sicht ein bisschen genauer erklären, wie das Ganze funktioniert? Warum ist Methadon ein Wirkkraftverstärker für die Chemo- und Strahlentherapie? Ja, dann erstmal vielen Dank, dass du dich so gut engagierst in diesen Dingen. Das ist natürlich sehr hilfreich für viele, die selbst betroffen sind. Ja, zum Methadon. Methadon ist ein Stoff, der in der Lage ist, aufgrund der Molekülstruktur an die Zelle, die jeweilige Tumorzelle anzudocken. Jede Tumorzelle, wie wir inzwischen wissen, hat sogenannte Opioidrezeptoren und dieses Methadon-Molekül ist also tatsächlich in der Lage, an dieser Stelle anzudocken und dort seine Wirkung zu entfalten. Diese Wirkung ist so zu betrachten, dass es eigentlich zu einer Beschädigung der Oberfläche der jeweiligen Tumorzelle kommt. Wir wissen, dass jede Tumorzelle diese Opioidrezeptoren hat. Und man damit letztlich den Zugang schafft, dass die Substanzen, die man zur Behandlung gegen Krebs einsetzt, sehr viel besser in die jeweilige Tumorzelle gelangen können. Das vielleicht so grob für den Mechanismus. Ja, verstehe. Und ich meine, wie wurde das denn entdeckt? Ich meine, das ist ja so abstrakt für einen selber irgendwie. Es ist jetzt so, man läuft jetzt nicht in der Gegend rum und sagt so, oh, ich probiere ein bisschen rum mit Methadon, weiß ich nicht was, und dann finde ich das mal durch Zufall heraus. Oder also, wie wurde das denn entdeckt, dass das so möglich ist, dass das so funktioniert? Und vor allem durch wen? Ja, es ist wie bei vielen Dingen in der Wissenschaft, der Zufall ging den Dingen voraus. Es ist so, dass ein ärztlicher Kollege, der Dr. Hilscher aus Iserlohn, der selber Palliativmediziner ist, also ein Hospiz hat, irgendwann mal auf die Idee kam, seine Schmerzmittel zu wechseln aus verschiedenen Gründen und hat dann die herkömmlichen Morphiumpräparate gegen Methadon ausgetauscht. Was dann in der Folge eintrat, war, dass er also viele seiner Patienten sah, die eigentlich lebensbedrohlich krank waren, dass viele von denen dann plötzlich genesen sind und gesund wurden. Und das hat ihn natürlich aufhorchen lassen. Und dann ist er dieser Sache nachgegangen und hat dann auch Kontakte zu einigen Universitäten hergestellt, die dann dazu führten, dass man hinter diesen Mechanismus kam. Verstehe. Und dann wurde da quasi geforscht in der Hinsicht, oder? Die Universität Ulm hat sich dann dafür interessiert. Das ist die Frau Dr. Friesen, die als Biologin letztlich am Biochemischen Forschungsinstitut der Universität Ulm tätig ist. Und sie hat sich der Sache angenommen und hat dann innerhalb von vielen, vielen Versuchsreihen sämtliche Tumorzellarten im Reagenzglas testen können und hat nachweisen können, dass jede Tumorzelle eigentlich diese Opioidrezeptoren besitzt und dieser Mechanismus, dieser Oberflächenzerstörung, also als ein Wirkmechanismus der Tumorzelle wirklich bei allen Tumorzellen funktioniert. Und gibt es irgendwelche Risiken, Nebenwirkungen oder irgendwo, wo man sagt, das ist gefährlich oder das sollte ich nicht tun, da funktioniert es nicht? Oder? Es ist natürlich so, wir stehen im Moment immer noch auf der Stufe, dass eine größere klinische Studie bisher bei Patienten nicht durchgeführt wurde. Die starten ja jetzt erst Anfang nächsten Jahres. Insofern können wir nicht alle Fragen beantworten. Also vieles läuft im Moment noch auf empirischer Ebene, wie man so schön sagt. Es gibt aber im Moment keinen Grund, dass man bei einer speziellen Tumorart es nicht versuchen sollte, wie es also im Moment, das ist der Stand der Wissenschaft aus den Zellversuchen, kann man sagen, dass eigentlich alle Krebsarten offensichtlich empfänglich sind dafür. Und ich meine, ich beschäftige mich ja natürlich auch damit, weil ich ja selber Methadon nehme. Da gibt es ja schon dann doch auch so ein paar Leute im Internet, die irgendwie ein bisschen dagegen schießen mit so Argumenten, die jetzt nicht wirklich nachvollziehbar sind. Ich war ja auf einem Vortrag von Frau Dr. Friesen auch hier in Berlin. Woher kommt denn das? Also meine Frau Dr. Friesen hat selber erzählt, die hat ja Preise gewonnen dafür für ihre Forschung und ein halbes Jahr später ging quasi so der Shitstorm los, dass das irgendwie so Artikel mit falschen Fakten auf einmal rausgekommen sind, um irgendwie dagegen zu schießen und zu sagen, dass das ja eigentlich gar nicht so stimmt und dass das eigentlich Müll ist, so nach dem Motto, und dass es gefährlich ist.
Na, es gibt so ein paar verständliche Gründe. Also man muss sicherlich sagen, das ist ja auch mal der einzelne Arzt, der die Entscheidung fällt, ob er Methadon einsetzt. Ein bisschen verstehen kann man denjenigen, wenn er sagt, er macht es nicht, weil Methadon hat halt einfach in Deutschland im Moment wegen der fehlenden klinischen Forschung noch keine Zulassung zum Einsatz bei Krebserkrankungen. Es hat eine Zulassung auf europäischer Ebene beim Einsatz gegen Tumorschmerzen. Also dafür ist es als potentes Mittel zugelassen, aber um Krebs direkt zu behandeln, gibt es bisher keine Zulassung. Und man muss sicherlich den einzelnen Arzt verstehen, der dann sagt, er hält sich da an die rechtlichen Vorgaben bzw. an die Vorgaben der Leitlinien. Das sind ja die Fachgesellschaften, die Leitlinien herausgeben in den jeweiligen Fachbereichen. Und leider hat also Methadon an dieser Stelle noch keinen Eingang gefunden, hat ein bisschen damit zu tun, dass natürlich die Forschung für die Leitlinien leider keine freie Forschung ist, sondern in der Regel von der Pharmaindustrie finanziert wird, was vielleicht ein bisschen dann den ein oder anderen Gegenwind, ohne da Verschwörungstheorien zu verbreiten, erklärt. Verstehe. Ja, was ist denn die größten Nebenwirkungen? Also das, was ich erfahren habe, ist in der Tat, Verstopfung könnte es in der Tat sein. Dagegen kann man ja anarbeiten, das ist ja mit einem kleinen Pülverchen oder Tropfen oder sowas. Gibt es sonst noch irgendwas, wo man sagen kann, oh, das ist so das Schlimmste, was passieren kann? Also mit dem Verstopfungsthema hattest du natürlich ein Stück weit Pech. Es ist sehr selten. Also ich habe ja mittlerweile viele Patienten behandelt, die Methadon nehmen und es ist, glaube ich, mir mittlerweile zweimal eigentlich untergekommen zu den Nebenwirkungen allgemein. Es gibt eigentlich 3 mögliche Nebenwirkungen. An erster Stelle steht von der Wahrscheinlichkeit die Übelkeit. Wir haben aber ein potentes Mittel dagegen, was wir immer jedem Patienten eigentlich auch aufschreiben, dass man unter dieser Übelkeit, wenn sie dann überhaupt auftritt, nicht leiden muss. Das funktioniert auch sehr gut. Hatte ich zum Glück nicht. Ja. Verstopfung hattest du schon. Auf jeden Fall, ja. Verstopfung hattest du schon angesprochen. Auch da gibt es ja Möglichkeiten, wie du mittlerweile... Obwohl, vielleicht muss dazu sagen, vielleicht war es auch eine dumme Kombination. Wir haben ja die Tropfen ein bisschen erhöht, von 35 auf 40. Und vielleicht war die Ernährung zu dem Zeitpunkt auch ein bisschen ungünstig. Ich schätze mal, das war so eine Kombination. Das ist schon denkbar. Aber sonst lief das eigentlich wunderbar, hatte ich gar keine Probleme. Aber genau, also Verstopfung, Entschuldigung, wollte ich unterbrechen. Dritter Punkt, ja, Übelkeit, Verstopfung. Dritter Punkt ist die mögliche Beeinträchtigung der Fahrtauglichkeit. Also man sollte gerade, es ist ja ein Opioid oder ein Medikament, was auf einem Betäubungsmittelrezept verordnet wird. Man sollte also in der ersten Zeit Acht geben und möglichst nicht Auto fahren, wenn man neu auf Methadon eingestellt wird. Was heißt erste Zeit? Na, es ist so, dass wir sehen, dass ein Gewöhnungseffekt eintritt. Also nach einigen Monaten berichtet eigentlich jeder Patient, dass er keinerlei Beeinträchtigungen mehr im Alltag hat. Aber grundsätzlich sollte man immer sicherlich diesen Warnhinweis geben. Klar. Ja, das hatte ich lustigerweise nicht. Also es ist irgendwie so, es ist halt einfach, ich nehme sie nur, sind halt bitter, aber also das war es halt auch. Aber irgendwie so keinerlei Wirkung gehabt, berauschende Natur, weiß ich nicht was. Ich merke natürlich nur, und wahrscheinlich, weil es ein Schmerzmittel ist, wenn ich mal ein Bier getrunken habe, hat das ganz schnell gewirkt, ist auch okay, ist eine sparsame Nummer. Ja, und dann muss man nicht so viel trinken, aber das war es auch. Also sonst keinerlei, aber gut, ist wahrscheinlich bei jedem anders. Ist unterschiedlich, wobei man sicherlich, wenn du sagst, berauschend, muss man an dieser Stelle nochmal einsteigen, weil viele denken ja, es ist ein Mittel, was man aus der Heroinsubstitution kennt, dass also Patienten bekommen, die praktisch eine Entwöhnung vom Heroin machen wollen. Man muss allerdings ganz klar sagen, es ist nicht dieses Methadon, das ist nicht das DL-Methadon, was diese Patienten bekommen. Und sie kriegen die 100- bis 300-fache Tagesdosis von dem Methadon, was man eigentlich nur braucht, um diese Wirksamkeit bei Tumorzellen zu erreichen. Das ist also eine ganz kleine Menge. Das ist ja quasi also mehr als die Flasche, die ich habe, die für einen Monat reicht, austrinken. Könnte man fast so sagen, ja. Das sind eigentlich die Dinge. Es gibt auch ein paar positive Effekte. Also neben den Nebenwirkungen ist es ein Stimmungsaufheller, was ja jetzt, sagen wir mal, bei solchen Krankheitsgeschehen auch nicht so verkehrt ist. Es ist wirkt appetitsteigernd, was ja auch ein wichtiges Thema bei dem einen oder anderen sein könnte. Und ja, das sind, also wie gesagt, es gibt ein paar positive Effekte auch insofern. Also die meisten Leute, die es eine Zeit lang genommen haben, sagen, ich bin eigentlich überrascht, dass ich so gar nicht merke im Alltag, dass ich es einnehme. Dann ist es bei mir quasi ein bisschen wie bei Obelix, da muss ich ja als Kind in so einen Topf von Methadon gefallen sein, weil gute Laune hatte ich schon immer und gegessen habe ich auch schon immer ganz gerne. Ja. Also, ja, dann brauchen wir noch einen Asterix jetzt, immer so einen kleinen Zaubertrank und dann läuft das.
Wer darf den Methadon verschreiben und wer nicht? Im Prinzip kann jeder deutsche Arzt, der Rezepte verschreiben kann, verordnen kann und über sogenannte BTM-Rezepte, Betäubungsmittelrezepte verfügt, kann Methadon verordnen. Also es ist eigentlich für jeden möglich. Nicht alle Ärzte haben Betäubungsmittelrezepte, das hat verschiedene Hintergründe, aber fast jeder deutsche Arzt wäre dazu in der Lage. Ja. Und wo bekommt man dann das Methadon? Also ich weiß, ihr arbeitet mit einer Apotheke zusammen, die das dann gezielt für euch irgendwie anmischen. Aber so generell, wenn ich jetzt nicht bei euch wäre oder woanders, also wo kriegt man das her? Es ist ja eine Rezeptur, eine spezielle Mischung, die sich also in diesem Netzwerk der sicherlich mittlerweile an die 400 verordnenden Ärzte in Deutschland ergeben hat. Also man hat es untereinander weiterentwickelt und diese spezielle Mischung, die also aus D- und L-Methadon, das ist ganz wichtig, besteht, die muss in der Apotheke angefertigt werden. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Apotheken das unbedingt gerne machen wollen. Es ist, wenn man jetzt nur eine solche Flasche herstellt, ist der Aufwand relativ hoch und die Apotheke muss dann dazu Ausgangssubstanzen bestellen. Also wäre also sinnvoll, rumzuhören, vielleicht auch den verordnenden Arzt zu fragen, welche Apotheke da Erfahrung hat und es regelmäßig macht, dass man da dann auch auf der sicheren Seite ist. Und was ich gelernt habe beim Vortrag von Frau Dr. Friesen, ist, es darf nicht mehr als zwischen 20 und 30 Euro kosten, so eine Flasche, weil es anscheinend manche Apotheken gibt, weil es sich ja einem nicht so lohnt, das Zusammenmischen, dass sie dann manchmal utopische Beträge, glaube ich, sogar bis 100 Euro aufrufen. Wir haben das auch gehört, teilweise von Patienten, und haben dann eigentlich mittlerweile angefangen, mit 1, 2, 3 Apotheken zusammenzuarbeiten, wo wir dann halt auch wissen, dass der Preis angemessen und realistisch ist. Ja. Und zum Thema Studie, hast du ja angesprochen, da steht jetzt eine Studie an. Kannst du da so ein paar Eckdaten vielleicht sagen, so wie ist das zustande gekommen und wann geht's los und so überhaupt so ein paar Eckdaten? Das Problem, warum es noch keine klinischen Studien gibt, ist ja dass es keine Forschungsmittel bisher gegeben hat. Also die pharmazeutische Industrie interessiert sich nicht für Methadon, weil es zu preiswert ist. Also Forschung mit Millionen Geldern zu machen, lohnt sich dann nicht leider für ein Medikament, was dann nur diesen Preis am Apothekentresen erzielt. Das heißt, eigentlich ist die öffentliche Hand in der Pflicht. Daraufhin hat im letzten Jahr ein betroffener Patient eine Petition, Bundestagspetition eingereicht, hat dafür 40.000 Stimmen und mehr gesammelt und diese Petition ist also durchgekommen, ist dann im Petitionsausschuss des Bundestages beraten worden. Da haben alle Fraktionen einheitlich zugestimmt, dass man also dieses Thema weiter bewegen soll. Im Moment ist es so, dass bereits über die Deutsche Krebshilfe ein erster Forschungsgelderposten freigemacht wurde und die Universität Ulm wird also ab Anfang 2020 die erste Forschungsstudie für die erste Tumorart, in dem Fall Darmkrebs, auf den Weg bringen. Das ist natürlich noch viel zu wenig, weil es gibt viele Krebsarten, wie du ja auch weißt. Und es ist also angedacht, auch über Frau Dr. Friesen, dass man mindestens für 17 Tumorarten unabhängige Forschungsprojekte voranbringt. Und ja, da braucht es noch ein bisschen mehr Entscheidungsgewalt des Bundestages, um das entsprechende Geld dann freizumachen. Also es ist ein bisschen auch wie bei der ALS Ice Bucket Challenge. Im Prinzip, ne? Da war es ja ein ähnliches Thema, da wollte man ja auch Forschungsgelder sammeln, irgendwie, damit da geforscht werden kann, Studien gemacht werden kann, weil es ja kein Interesse gab, kein großes von der Industrie, weil das so eine seltene Erkrankung ist und gibt es ja bis jetzt auch nichts Großartiges. Also klar wurde da Geld gesammelt, aber das wurde dann lustigerweise, ich habe einen Dokumentarfilm auch darüber mitgemacht, wurde das dann, dadurch, dass es die Ice Bucket Challenge gab, wurden dann eigentlich öffentliche Gelder dadurch hier weggestrichen, weil sie sagten, naja, über die Challenge gab ja ein bisschen Geld. Also eigentlich das Gegenteil wurde zumindest in Deutschland bewirkt von dem, was sie haben wollten. Und statt mehr Geld gab es noch immer weniger Geld. Aber im Prinzip geht es ja so in die Richtung, dass man, also wenn man helfen möchte, sage ich mal so, in diese Richtung gehend, dass man da irgendwie guckt, dass man Gelder sammelt oder Vereine unterstützt oder... Ja, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, es gibt einen neu gegründeten Verein, der aus Ärzten, Forschern und auch Politikern mittlerweile besteht, der sich gegründet hat, damit man also auch eine Möglichkeit hat, wenn unabhängige Spendengelder eingehen, dass die dann tatsächlich auch dieser Methadon-Forschung zugutekommen. Aber es ist natürlich auch so, bei dem Volumen, was es braucht, um eine vernünftige klinische Studie zu machen, ist die öffentliche Hand einfach gefragt. Das ist eigentlich eine Grundsatzentscheidung, genau genommen.
eine Substanz wie Methadon, wo also offenkundig ist, dass diese erstaunliche Wirksamkeit in vielen Fällen ja gegeben ist. Und es ist halt keine Pharmaindustrie da, die sich bereit erklärt, Forschungsgelder dafür zu geben. Da ist aus meiner Sicht die öffentliche Hand einfach in der Pflicht. Es gibt ja Erfahrungswerte. Ich meine, wie mit dir. Du arbeitest ja mit Methadon, so auch wie mit mir zusammen. Ich weiß nicht, wie lange machst du das schon und wie viele Patienten hast du jetzt schon betreut? Einfach nur, dass man mal so eine Zahl hat. Also wir sind hier in der Praxis seit etwa 2,5 Jahren aktiv und haben geschätzt, ich habe die genaue Zahl jetzt nicht mehr vor Augen, aber als wir vor einiger Zeit geguckt haben, waren es etwa 280 Patienten, die damit behandelt werden. Und das ist natürlich eine Erfahrung, die man selber sammelt. Vorher hat jeder Arzt ja eigentlich immer wieder mit Tumorpatienten zu tun, sieht also die Verläufe, sieht, wie die Chemotherapien wirken und wie sich das Krankheitsgeschehen entwickelt. Und jedem Kollegen, der dann Methadon zu den Therapien hinzugibt, das ist ja immer, muss man ja auch nochmal betonen, nicht eine Einzeltherapie, sondern eine ergänzende Zusatztherapie zu den üblichen Chemotherapien oder weiteren Behandlungen, dann geht es also jedem so in diesem Netzwerk der Methadon verordnenden Ärzte, dass man plötzlich überrascht ist, weil sich also auf einmal die Fälle häufen, die so erstaunliche Krankheitsverläufe aufweisen, wie man sie unter der Chemotherapie alleine nicht erlebt hat. Mhm. Das ist auch dann ein bisschen der Grund, warum man aus einer Überzeugung dann weitermacht und sagt, wenn sich Patienten melden, das geht ja meistens über Mundpropaganda, möchte man eigentlich niemanden im Regen stehen lassen. Man selber als Arzt, wenn man dann diese Verläufe sieht, sagt sich, wenn man selbst betroffen wäre, würde man eigentlich die gleiche Entscheidung fällen und würde Methadon nehmen. Erst recht, wenn man weiß, dass es ja wenig Nebenwirkungen macht. Ja, eben. Ja, es ist ein Zusatz, das war ja auch Mitgrund meiner Entscheidung. Ich habe gesagt, okay, es ist ein Zusatz, warum sollte ich das nicht nehmen, wenn es so gesehen ungefährlich ist und die Nebenwirkungen überschaubar sind. Also jedes andere Schmerzmittel, was man so nimmt, irgendwie, weil man zu viel gesoffen hat, irgendwie ist teilweise gefährlicher von Nebenwirkungen als Methadon. Das könnte man so sagen. So, wenn man so einen Beipackzettel liest, da habe ich gedacht, naja, warum nicht? Aber es ist trotzdem erstaunlich zu sehen, wie viele andere Ärzte auch so scheu da sind. Also gerade im Krankenhaus habe ich es auch gesehen, der eine Arzt, den ich da hatte, den ich gesagt habe, ich nehme übrigens auch also als Vorbereitung zur Strahlentherapie, der meinte halt auch nur so, ja, Methadon, ja, was ich davon halte, können Sie sich vielleicht vorstellen. Und grinste, das war's. Aber ich dachte, kann ich mir nicht vorstellen, aber offensichtlich nicht viel. Aber denke ich mir so, das ist jetzt auch nicht irgendwie die beste Art und Weise, damit umzugehen, Patienten gegenüber. Aber das ist dann so interessant zu sehen, dass da manche dann doch irgendwie die Scheu haben. Ich weiß nicht, also Onkologen sind da ja auch noch ein bisschen, dürfen sie nicht verschreiben oder wollen sie nicht? Oder ist das warum sind die da so ein bisschen schüchtern? Nicht dürfen kann man nicht sagen. Also ich hatte ja erwähnt, man kann es ja in jedem Fall als Schmerzmittel einsetzen. Dafür hat es eine europäische Zulassung. Und es hat ein bisschen mit dem zu tun, was ich vorhin erwähnt hatte, dass die Leitlinien auch der onkologischen Gesellschaften, dass die praktisch sich bisher mit dem Methadon-Thema nicht beschäftigt haben. Und es gibt halt viele Ärzte, die sagen, ich handle nur streng nach den Leitlinien, kann man dem einen oder anderen nicht verübeln. Aber es gibt keinen Grund, das muss man ganz klar sagen, für einen Onkologen jetzt einen Patienten, der sagt, ich nehme Methadon, nur dass Sie Bescheid wissen, es demjenigen auszureden, weil es gibt keine Gründe, die da letztlich dagegen sprechen. Also es gibt keine Effekte, die jetzt die andere Therapie beeinträchtigen. Ja genau, nee, Ausreden hatte ich auch nicht das Gefühl, aber wie du richtig sagst, das war so ein bisschen, man wollte sich absichern, so ein bisschen, ne? Nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen, weil man sagt, ja, da gibt es jetzt noch keine Rechtsgrundlage und deswegen will ich jetzt nicht irgendwie sagen, ja, nimm das, aber will auch nicht sagen, nimm es nicht. Das ist ein Stück weit verständlich sicherlich, aber man darf sich dann als Patient nicht verunsichern lassen. Das ist es halt, aber das ist, glaube ich, viele, die lassen sich dann verunsichern, denken sich so, oh, wenn der jetzt nicht sagt, ja, dann ist das vielleicht schlecht und so. Ja. Genau, aber ein Stück weit kann ich es auch nachvollziehen, aber es ist natürlich für manche verunsichernd. Gibt es denn noch irgendwas, was quasi dein Wunsch wäre in der Methadonbehandlung, so als Abschlusswort? So, wo du sagst, das wäre schön, wenn es in diese Richtung gehen würde, oder... Ich glaube, es wäre eine Botschaft eigentlich sowohl an die Patienten als auch an die beteiligten Ärzte, die mit Krebspatienten zu tun haben, dass man, solange die Ergebnisse der klinischen Forschung nicht vorliegen, dass man mehr Toleranz übt. Also dass man akzeptiert, wenn der eine oder andere Patient das machen möchte, dann sollte man ihm das zugestehen und
Und niemand sollte eigentlich als Arzt nicht auf Augenhöhe mit einem Patienten unterwegs sein und ein Verständnis dafür entwickeln, warum derjenige das machen möchte. Und das ist, glaube ich, solche Botschaft jetzt gerade in diesen rechtsfreien oder Vakuumraum, wo also noch keine klaren Entscheidungen auch, die sich aus der Forschung ableiten lassen, da sind. Ja, dem kann ich nichts hinzufügen. Danke dir recht herzlich für das Gespräch. Ja, sehr gerne. Ich danke auch. Und freue mich auch schon wieder auf den nächsten Negativkommentar. Ich gab bis jetzt auf alle meine Filme gab es bis jetzt nur einen Negativkommentar, und zwar auf den Methadon-Film. Seitdem gab es auch keine Antwort mehr, als ich darauf geantwortet habe. Vielleicht meldet sich derjenige jetzt dann wieder, wäre schön, dann können wir weiter diskutieren. Wenn nicht, auch nicht schlimm, aber ich bin offen für Diskussionen. Falls ihr Fragen zum ganzen Thema habt, dann immer her damit. Diskussion ist immer gut, wie gesagt, dann kann man ja auch Rücksprache halten mit Dietmar oder ich habe vielleicht Antworten. Auf jeden Fall, fuck Manfred.